Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserem Up-to-Date-Call von Medialux. Heute ganz besonderer Gast Adrian Niculescu, CMO von CCFi Token, und der liebe Paul Koste, der heute die ganz besondere Aufgabe hat, nicht selbst zu sprechen, sondern das, was wir hier sprechen, zu übersetzen. Herzlich willkommen in der Runde. A warm welcome to today's, as usual, the Wednesday call of the Medialux community, and a very warm welcome to Adrian Niculescu, the founder and CMO of CCFi Token, and of course, Stephen put up the joke on it, so that today I have the honor as Paul Costa to don't speak myself, to just translate what Adrian is saying into German, and like this to go together through this update call, and where we point out what happened and what is going to happen. Vielen Dank, Paul. Lieber Adrian, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Wir haben ja alle miterlebt, dass es unwahrscheinlich viel News gab, in Textform, in unsere Telegram-Gruppen, in allen Kanälen. Und heute sind wir alle gespannt, ob du uns das Projekt CCFi und alles, was passiert ist seit Listing, praktisch jetzt mit dem, was auf uns zukommt, einfach mal erklären und berichten kannst. Adrian, again, welcome. As we all know today, and we see within the last 4 weeks, we have a lot of content crushed into our channels. We have been very active when people have been in holidays. Let's use today the time to give the community the possibility to understand the connections between those projects and partnerships which we've done in the past 4 weeks, and fly a little bit through this project to give the audience the possibility to discover where we are at present, what we have so far achieved, and where we are going. Good morning, everybody. I believe everybody's in Europe, right? So it's a good morning for everybody, right? Guten Morgen allen Zuschauern. Natürlich, wir sind hier jetzt auf europäischem Boden, also es ist am Morgen, deswegen guten Morgen allen und herzliches Willkommen. Okay. We are working on few things, and in this space, actually, it's very hard to build because so many things are still shaky and not established, and we want to build something which will be in the market in 5 years from now. Also, wir arbeiten natürlich verstärkt an den gesamten Baustellen, die wir ja zum Teil offen haben, zum Teil fertiggestellt haben, developen dieses Projekt, wie wir es anfangs schon gesagt haben, um es mindestens 5 Jahre, 7 Jahre hier auf dem Markt zu haben, und haben natürlich da für kurzfristig, langfristig und mittelfristig hier die Weichen gestellt. Das will Adrian dann sagen. So I'm in this space for about 6 years and a half, almost 7 years. So I always try to have a conservative approach, even when everybody around me said that I should be more hypey than conservative. Also meine Einstellung und mein Wesen, ich als Adrian, der jetzt seit über 6 Jahren in diesem Markt tagtäglich bin, ist einfach, ich bin ein pragmatischer, sehr konservativer Mensch. Ich bin Familienvater von 3 Kindern, und das gibt mir die Möglichkeit, auch dieses Projekt nicht als Hype zu betrachten. Und viele Leute schieben mich von hinten an oder pieksen mich an und sagen, komm Adrian. Und er sagt, hey, lasst uns auf dem Boden bleiben, und das ist das, was wir zu tun haben. Und dann sind das die Resultate, die wir dafür bekommen. And I believe this is my personal belief, and also a conclusion of what I saw around me is that in this industry, you can call it blockchain or Web3, the biggest opportunity is for the projects which are executed. Meine Einstellung und meine Erfahrung, meine Expertise in diesem Markt, in der ich jetzt drin bin und sehe, diese sogenannte Blockchain-Industrie oder wie man es auch nennen will, ist einfach, oder Web 3, dass man
hier, genau wie Adrian sagt, man muss einfach wirklich auf dem Boden bleiben und weiter developen. Und es ist, wie er sagt, es ist ein Marathon und es ist kein Sprint. Ja. And because and you can see that in this space, most of the projects they do a nice white paper, which is like a detergent commercial, something like that. Sometimes, you can see there everything you want to read. That this will be the next big thing. There are some tokens sold, some money raised, and after that the project disappears and another appears. This is the default setting, I would say. Und die Default-Settings, so die Markteigenschaften, die wir bisher immer mit erfahren haben, waren eigentlich immer diejenigen, die die besten Beschreibungen hatten, das beste White Paper, alles perfekt ausgesehen hat, war immer am Ende das Gleiche. Das war nur ein Champignon während dem Bullrun, wo die Leute sich reich gemacht haben und das Projekt hatte keine weitreichende Langzeit Vorteile für die Community. So the approach from the start for me was to see, okay, how can I be a contributor in this space? How can I build something which will pass the test of time, and ideally to become something with huge chances for success? Als ich in die Szene kam, habe ich mir gedacht, okay, was ist mein Abort für diese Industrie? Und ich habe immer gesagt, ich will was Langfristiges bauen, auf das man sich verlassen kann und einfach den Test der Zeit überstehen. Das ist so diese magische 3-Jahres-Grenze. Wir sind mit CCFi jetzt sehr, sehr gut im Plan. Das hat er jetzt nicht gesagt, aber das will er damit zum Ausdruck bringen. Wir sind im Zeitplan. Jetzt geht es darauf aufzubauen. So I've added to what you said, that we actually with CCFi are in our time planning. We've achieved a lot and we are now building on it and putting on it or adding on it of our to-do task list to further develop it. And to make a comparison or an association, because we adults, we learn through associations. Let's say when you go to a personal development event, the coach will tell you that, oh, it's okay to be, I don't know, financially free, to have your dream life or something like that. It's easy. And after that, we'll sell you something, right? Wenn du als Teilnehmer auf irgendein Event gehst, ist es immer die gleiche Masche. Dort wirst du gehypt, dann kaufst du dort was und es wird dir versprochen, die finanzielle Freiheit, und du bist Millionär und Milliardär und kannst den Maler dort sitzen und dann auf richtig machen. Und es ist immer am Ende das gleiche Spiel. Das ist seine Erfahrung und seine persönliche Meinung. The difference will appear when you will try to implement in your life what that guy will teach you. Der Unterschied und dann die Realität erfasst dich dann ganz schnell, wenn du versuchst, das, was du auf dem Coaching oder auf dem Event gelernt hast, auch Blockchain-Event, eben das in dein Leben zu implementieren und zu sehen, was gibt es dir denn für den Mehrwert wirklich, dann kommt die Realität ganz, ganz schnell. I don't see that you will not be able to achieve those goals, because everything, at least in theory, you can have in your mind, you can achieve, just that it will take maybe longer than expected. You will need to put more effort than the coach did. And also, your evolution will not be like that. Maybe it will be something like that. Something like that. Und dem darauf einen Punkt zu machen, er sagt, natürlich das, was die ganzen Coaches und die ganzen Leute, die es dir vorleben, der Erfolg ist nicht so, wie man denkt, parabolisch. Ja, man muss durch diese Kapitulationsphase, das hört sich doof an, aber erst diejenigen, die durch diese Kapitulationsphase gehen, ja, rauf und runter, die überleben den Test der Zeit. Das ist das, was er meint mit, es ist kein Sprint, it's a marathon, actually. And usually when you read or when you see in a TV show about a project which is successful, basically you see the end of an entire process, which could take I don't know, months,
years, more or less, depending on a lot of factors. But you will see like what appears to be an overnight success, but you also need to look at the story behind it and what the team has done for the success to arrive at that stage. Um ein Projekt natürlich zum Success zu bringen und nicht zu einer Eintagsfliege zu werden, so wie man das beschreibt, ja, sind sehr, sehr wichtige Faktoren, die man einhalten muss. Und es ist sehr, sehr wichtig, eben diese verschiedenen Schritte zu machen. Und die bekommst du nur raus, wenn du lange Zeit im Markt bist und wenn du die Unterschiede siehst. Das will Adrian mit dem, was er gesagt hat, erklären. But Adrian, let's come back to CCFi, the update. It's very important to understand all the time the paradigm of things, because with CCFi we are exactly in this process. When things are built, when everything which is done is shared with the community, including both the successes and the failures, and the goal is CCFi to be in the market in 5 years from now. Warum er das alles gesagt hat? Weil ich gesagt habe, okay, aber lass uns bitte wieder zum Update kommen, denn der Steve macht schon so und kann halt schon nicht mehr sitzen. Er sagt, Paul, aber es ist wichtig, weil all diese Sachen, die uns ja im Erfahrungsbereich nach vorne gebracht haben, geben uns ja die Möglichkeit, nicht diese gleichen Fehler zu machen bei CCFi. CCFi ist hier, um mindestens 5 Jahre hier zu bleiben. Und das ist der Grund, warum er das gesagt hat. Was wichtig ist, um eben Erfolg mit einem Projekt zu haben, sind einfach diese Sachen einzuhalten und über diese Phasen zu gehen, in denen wir jetzt sind, die wir auch durchschreiten, um einfach den Erfolg zu haben, den wir uns vorstellen. Okay, go on. And besides, let's say, coming to the actual moment, before the listings, we were actually lucky, I would say, because I wanted to list CCFi also on hotbit.com. Hotbit it was a pretty established exchange for many years in the market. And 2 weeks after I had a discussion with the team and we were ready to sign, actually they stopped the operations. Warum ich euch diese ganzen Sachen sage, ist sehr, sehr wichtig, dass ihr versteht, denn wir zum Beispiel jetzt, bei uns ist es passiert, Hobit, was ein sehr, sehr bekannter Exchange und renommierter Exchange war, lange Jahre im Markt. Wir waren mit denen so weit, dass wir fast darauf gelistet hätten, was natürlich fatal gewesen wäre. Gott sei Dank ist uns das passiert im Presale. Stellt euch vor, das wäre passiert, wenn wir schon gelistet werden, was das für Auswirkungen gehabt hätte, denn im Moment ist einfach Hobit nicht mehr operational. At that moment, for example, this could have been what I called a systemic risk for the project, because once you pay a listing fee to an exchange, let's say, right, if they stop operation after 2 weeks, I don't think there is a possibility to get the money back, right? So basically, you lose a pretty large budget for a listing. You lose the listing because they stop operation now, and maybe you don't have the possibility to list another exchanges because you already pay the money, This is a systemic risk, right? Erklärt, was ein systemisches Risiko bedeutet, um die Listing-Fees zu bezahlen, und dann geht der Exchange eben nicht an und du verlierst das Geld, weil wenn der Exchange platt ist, dann kriegst du das Geld eben nicht mehr wieder. Das ist das, was Adrian gerade gesagt hat. Okay, Adrian? So now CCFi is a listed digital asset, which is like almost 2 months and a half in the markets. Slowly is adopted by all token trackers, and I'm sharing those listings in the group. Wir sind jetzt mit CCFi seit 2 Monaten. On how much exchanges are we listed actually? Wir sind mit CCFi auf 6. There are 4 plus Mint.me where there is no volume now, plus 2 dexes. So 7.
Yes, 7 overall. Yes. We are on 7. Wir sind auf 7 Exchanges im Moment gelistet. Ihr werdet auch unten im Teil natürlich von diesem Video die ganzen Links bekommen, sodass ihr euch dort registrieren könnt oder fragt einfach eure Partner, denn da gibt es verschiedene gute Möglichkeiten und 2 davon haben auch eine Handy-App, was sehr, sehr wichtig ist zu wissen, und machen natürlich weiter. Das war jetzt das Anfangslisting. Jetzt lassen wir das mal so stehen und bauen die Liquidität auf den Exchanges auf und dann gehen wir über zu dem nächsten Verfahren. Adrian, go on. The token trackers actually are Ach so, like the... one second, please. Oh. Natürlich habe ich vergessen, auch wir werden auch die Coin-Trackers, wo wir gelistet sind, die werdet ihr auch im unteren Teil der Beschreibung oder in der Beschreibung dieses Videos sehen. Sorry, I forgot to add to it about the No worries. The challenge with coin trackers is that not all of them list all the exchanges they have, and it takes time for them to monitor all the exchanges, because some of them are monitoring 1 or 2 exchange, others are monitoring the others. So for now, the most complete listing is on Live Coin Watch, where you can also see the DEXs from time to time. The rest are in different stages of editing. Die Coin-Tracker, auf denen wir drauf sind, die publiziert worden sind, wie CoinGecko und alle anderen, sind ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug, um die Community nachhaltig natürlich wachsen zu lassen. Aber leider aktualisieren sie die Daten nicht so, wie wir uns das vorstellen würden, sodass wir hier natürlich noch Bedarf haben, das zu erweitern. Und das ist natürlich Teil unserer 90 Tage Growth Campaign, in der wir uns befinden. So I've added to it that we, of course, in this 90 days growth campaign where we are, it's one of our tasks to extend and update all those coin trackers and be visible also on CoinMarketCap and trading view. Maybe you can say something about that. Ich habe noch gesagt. Yes. On CoinMarketCap, actually, the initial feedback is that there is a queue of projects, and if we want to be listed faster, we need to pay to be part of a marketing campaign. CoinMarketCap is free for all in theory, but I said, okay, when the time will come, it will appear there. There's no rush. But these token trackers, and from the information point of view, CoinGecko has all the links. Just that currently they track only 2bit and TokPi as exchanges. They don't track CoinStore and don't track DEX Trade. They said that there is an API issue between them, which will be fixed, because when you do an editing or when you add a comment or something like that, sometimes it takes 2 days or 2 weeks or 1 month until they make that change, because they have so many projects. But Also wait, let me Translate, please. Also zum ersten Teil wegen Coin-Tracking habe ich natürlich gefragt, Adrian, bitte, was ist denn mit unserem CoinMarketCap-Listing? Was passiert da? Wir haben eine Antwort bekommen. Wir sind in einer Schlange von Projekten. Wenn wir das verschnellern möchten, sollen wir einfach Sie kontaktieren, dann was bezahlen und bei einer Marketingkampagne mitmachen. Adrian sagte, okay, es ist für uns gar kein Anlass, uns so schieben zu lassen. Also spinnt meine Kamera irgendwie rum. My camera has a fail. Und werden uns da auch nicht von CoinMarketCap irgendwie anschieben lassen. Wir wollen auf CoinMarketCap, machen natürlich jetzt aber unsere Kampagne weiter. Und im Zuge dieser Kampagne kümmern wir uns auch darum, warum Sie diese Daten nicht updaten, wie auch CoinGecko. Das hat Adrian auch erklärt. Sie sagen, es gibt ein Problem mit der API-Schnittstelle von den Exchanges, von Dextrade und den anderen. Das ist ganz normales, tägliches Business, würde ich sagen. Und wir beantworten ja die ganzen Fragen, die wir bekommen. So, da sollte man sich überhaupt keine Gedanken machen, denke ich. Adrian, okay? But the token trackers are very important, because
in the blockchain world or in the crypto world, these are the Googles, Ja, for coins and tokens. natürlich So ist the es, users search there. These Coin-Trackers, they drive a lot of traffic and awareness to the list, to the websites, to the social media accounts. So it's very important that these listings to be planted or taken care of very well. also er sagt, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man für diese Listings sich sehr, sehr viel Zeit nimmt. Diese Coin-Trackers sind sehr wichtig für die Community, auch für den Wachstum, und wir haben das schon verstanden und nehmen darauf natürlich auch Rücksicht. Das heißt, wir nehmen das schon ernst und kümmern uns auch darum in den nächsten Tagen, sodass wir hier kein Nachteil entsteht für unsere Community. Okay? And because you mentioned the 90 days challenge, we said 1st of September, right? After the holidays, there's a new season to make a 90 days challenge or 90 days campaign every day to share something which helps the growth of the ecosystem. The natural demand on the token, ja. Natürlich, weil ich jetzt diese gesamte 90-Tages-Wachstumskampagne angesprochen habe, ist wichtig zu wissen. Wir haben strategisch entschieden, natürlich jetzt, der September hat angefangen, vorgestern war der erste Schultag. Jetzt geht's wieder los und nach den Sommerferien, und jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen für die nächsten 90 Tage einfach diese Kampagnen, um hier der Community gerecht zu werden und um Nachhaltigkeit und natürliche Nachfrage auf den CCFi zu generieren. Und das macht man, wenn man Kamera spinnt. Because this such an exercise builds the momentum for the project and also creates accountability for the team. Like, what have we done today? What have we achieved today? What step the team done today towards the growth of the project, growth of this ecosystem. In dieser Kampagne ist natürlich wichtig zu wissen, dass wir gesagt haben, jeden Tag kommen wir hier mit einer Neuigkeit, mit auch unseren Use-Case-Partnern, die wir im Petto haben, aber auch um diese gesamte Kampagne zu unterstützen. Und wie ihr seht, wenn ihr rückwirkend mal reingeht auf die ganzen Pin-Posts, werdet ihr das sehen. Und genauso sagt Adrian, machen wir das natürlich auch weiter und werden hier diese Kampagne unterstützen, um die Community jetzt zu vergrößern, um dann natürlich auch, wenn es dann zu den nächsten Schwung von Listing geht, einfach bessere Konditionen zu haben. Because a project has different stages, right? So initially there is an idea, or there are some documents, some people working on it. After that, it starts to take a certain shape. After that is in a surviving mode, and after that, growth towards being ready for scaling. Jedes Projekt hat verschiedene Wachstumszyklen. Im Kriegsmod, im Überlebensmod, im Wachstums-Expansion-Mode, und wir sind hier natürlich auf dem besten Weg und wissen, was wir für Schritte einleiten müssen, um hier dem gerecht zu werden. So the objective of these 90 days is the project to be ready for scaling, actually, and to be on more DEXs, to add more centralized exchange, to have volume, the liquidity to grow, also the community to grow. Natürlich ist das Ziel unserer 90-Tages-Kampagne, wohl wissend, dass wir auf die nächsten Exchange-Welle zum Listing gehen möchten, hier dazu da, um die Community nachhaltig zu erweitern und sie zu vergrößern, auch im Dachraum sie zu vergrößern, ist absolute unter aller Kanone. Wir sind unter 1000 Leute, die sich für dieses Projekt begeistern nach so viel, sag ich mal, Arbeit und Fleiß. Und hier sind die Punkte, die wir jetzt nutzen, um einfach diese Expansion und die Schritte, die wir einleiten wollen, um denen gerecht zu werden. Das ist das, was wir hier zusammen machen.
And the token, the CCFi token, is how we call it, just the tip of the iceberg. It's like the entrance to an entire ecosystem. Der CCFi als DeFi Utility Token ist nur der Tip vom Eisberg. Er ist eigentlich die Eintrittskarte in ein gesamt existierendes Ökosystem, das dezentral ist, das verschiedenste Komponente hat, aus denen Einkommensströme generiert werden in verschiedensten Industrien. Ja. And for example, let's say if you are a member of I don't know, e-commerce website, right? Some of the e-commerce websites, they have VIP levels when you pay a subscription fee, let's say, where you have like a VIP level on everything. You have free shipping, you have special prices, something like that. Wenn ihr auf einer Online-Handelsplattform seid, E-Commerce zum Beispiel, wenn ihr da ein VIP-Konto habt, ja, dann bekommt ihr verschiedene Begünstigungen, Vorteile. Na, genau so läuft es eigentlich bei CCFi auch ab, über die Ambassadors, NFTs, über das gesamte Ökosystem, wie wir es gebaut haben. Adrian, go on. So in CCFi ecosystem, the VIP status is reserved from the initial contributors to CCFi, basically the buyers from the pre-sale, and the owners of the ambassador NFTs. Der Status der Bevorzugten oder Bevorteiligten oder derjenigen, die diese gesamten Vorteile erhalten, ist bei CCFi ganz einfach gestrickt. Das sind alle Leute, die im Pre-Sale teilgenommen haben, die uns das Vertrauen geschenkt haben. Und natürlich die Ambassadors Holders NFT. Ja. And just to give an example, so the holders of these two positions actually, when we launch new projects on a Launchpad or else, they would have access to airdrops, exclusive airdrops, or preferential prices for products and services, which are only open to them. Was natürlich für Vorteile, weil wir werden immer wieder gefragt, was sind die Vorteile, was bekommt man, wenn man hier von Anfang an dabei ist? Und wir haben es immer wieder gesagt und sagen es auch gern wieder, diejenigen, die Ambassadors NFTs halten oder einfach in dem ersten Pre-Sale und in dieser Runde drin sind, die bekommen bei allen Projekten, die über die Launchpad oder übers Ökosystem CCFi gelistet werden, immer die absoluten VIP, besten Preise, die ersten dabei, die besten Konditionen, die meisten Möglichkeiten, irgendwelche Vorteile zu ergattern. Das ist so. And CCFi actually is not of it's called the jack of all trades, a project which will do everything. Will remain a focused, decentralized finance project with a few business cases which will help the project grow, but it will remain a pure DeFi project. Wir in CCFi, es ist ja ein alternativer kurz gesagt, DeFi Utility Token. Und das wird auch bleiben. Wir werden jetzt bestimmt nicht alles machen. Wir werden in dieser Schiene bleiben und die Charakteristiken dieses Projektes so behalten, was mit Technologie-Trading zu tun hat, um den Wert dieses Projektes nachhaltig zu vergrößern und natürliche Nachfrage zu generieren. Ja. And a launchpad, actually, to have the CCFi launchpad. We don't have yet the old technology up. The launchpad exists, but is an extension of the CCFi.online. So it sells some CCFi right now, so not other projects. So it's not yet from the technological point of view on the table, right? It's almost there. There is an opportunity actually to put in the market new projects
adding these projects to the market will generate revenue for CCFi, and also will Okay. Yeah. Add to it and then make a stop. Okay. And Actually, and I will give an example. The first project is a real estate tokenization project, and all the, or I believe 80% until now, 20% didn't receive yet, but I believe 80% of the initial CCFi contributors received an airdrop from this real estate tokenization project. Maybe you need to check your emails for a confirmation about the airdrop sending. Und weil wir ja hier ein Beispiel auch sagen wollen, um jetzt zurückzukommen auf diese Vorteile, die man hatte, wenn man im Presale dabei war oder ein Ambassadors NFT hat, die ganzen Holder bekommen ja, wie wir gesagt haben, von allen Projekten, die wir listen, auf dem Launchpad. Und das Launchpad, Adrian hat es angesprochen, es ist noch im Testverfahren. Wir haben es noch nicht komplett freigegeben. Wir transaktionieren intern darauf schon, müssen aber noch ein bisschen warten, bis wir es publizieren dürfen und der Community zur Verfügung stellen. Was dann natürlich so ist, dass zuerst mal CCFi auf diesem Launchpad verkauft wird, was natürlich eine Nachfrage erzeugt. Und dann sollten ja wahrscheinlich die meisten von euch, die im Presale dabei waren, die sollten sich mal ihre E-Mails angucken. Denn bestimmt habt ihr von den ein oder anderen Projekt, jetzt hat er das Exempel Realto genannt, das Immobilienprojekt, wo es um Immobilien, Tokenisierung und Digitalisierung geht, habt ihr die ersten Airdrops, schon die ersten Tokens bekommen. Ja, die könnt ihr in eurem Wallet sehen und wenn ihr das noch nicht verbunden habt, dann solltet ihr es schleunigst tun. Okay, Adrian? And basically this is an example, because let's say if you receive CCFi in your MetaMask wallet, right, on Binance Smart Chain, you can use the same wallet for tokens on Polygon, tokens on Ethereum, for the CCFi Ambassador NFTs, and for other NFTs which were created. Alle, die diese MetaMask-Wallet-Verbindung haben mit CCFi, ihr habt ja auf der Binance Smart Chain die MetaMask-Adresse von eurem CCFi-Wallet. Die könnt ihr natürlich benutzen für all die anderen Projekte, die wir haben, egal ob sie auf der Polygon oder sind. Natürlich ist es ratsam, sich die dann auch der Polygon oder auf der anderen direkt in das Wallet mit zu importieren, um so hier auch die Tokens sehen zu können. Aber hier haben wir ja vom Heiko Liese und von dem Rookie-Team mit den Leuten hier kräftige Unterstützung und auch vom lieben Patrick aus dem Tech-Team. Die helfen uns da gern. And the strategy different than the strategy the mobile telephony companies are doing, because if you pay a subscription for your mobile phone, let's say for 2 years, usually if you go in the shop, you will see that for the new users, they give a much better deal, right? But they forget about you, even if you paid them for 2 years, right? Or 10 years. Or 10 years, doesn't matter. Das Schöne an der alten Welt ist, wenn du das siehst, es werden einfach Leute unterwegs vergessen. Telefonunternehmen machen das sehr gern, um ihren neuen Kunden die besten Angebote zu geben und vergessen dabei oft die alten, älteren Kunden, die seit 2 oder 10 Jahren schon bezahlen. Da ist so das Gleichgewicht nicht das Gleiche. Das wollen wir hier anders machen und deswegen ist das Ökosystem von CCFi komplett anders gestrickt. So while of course the ecosystem will always want new users, right? Natürlich wird das Ökosystem immer neue User haben wollen und nachhaltige Leute begeistern. A very special attention will be given to the initial users, right? Which were since day one or since the first months or the first 2 months or 3 months, right? Wir hier haben in CCFi, sag ich mal, die internen Policies sind so gestrickt, dass wir nicht vergessen, wer die ersten Leute waren, die uns das Vertrauen geschenkt haben. Natürlich freuen wir uns über alle neuen User und ja, sagen ein herzliches Willkommen und werden hier keinen ungleich berechtigen oder anders behandeln. Aber wir vergessen natürlich nicht
wer ab Tag 1 hier ist und das respektieren wir natürlich auch. Because they are the early adopters and the influencers for your project, Ja. right? That's the core of the project. Das sind natürlich diejenigen, die das Herz bilden und die den Kern bilden, die hier mitgegangen sind, ja, durch diese ganzen Phasen, die er gesagt hat. Okay. And on this way to develop the project, and also to give an example, over these 90 days, we will try different things besides the usual ones, like to create some different NFTs. We did some K-pop NFTs, which could be used like avatars, right? Because CCFi is growing in the Asian markets, and K-pop is very Asian, right? So wir haben natürlich über die letzten Wochen, auch wie ihr das sehen konntet, wenn ihr in die Kanäle geht auf Telegram, haben wir sehr, sehr großen Wachstum in den asiatischen Märkten. Deswegen haben wir auch die NFTs freigeschalten mit den Motiven dieser asiatischen Zeichentrick oder dieser Produkte. Und reagieren, das ist so das, was Adrian mitteilen will. Wir reagieren auf das, was funktioniert und gehen dann dem auch natürlich nach und sind da sehr, sehr engagiert. Deswegen ist es so ein bisschen, wir möchten natürlich mehr im Dachraum wachsen. Und jetzt sage ich es auf Deutsch und lasse dann Adrian auf Englisch das auch natürlich sagen. Er war in New York bei der Jane, bei der Nasdaq, auf der Plattform der Wall Street und hat dort über CCFi gesprochen. Adrian, I added to it that you have been in New York at Jane the second time and have spoken about CCFi on the Nasdaq Wall Street TV Plattform. Also sag uns ein bisschen was über dieses Interview im TV, in der TV-Show der, ich glaube, größten Stelle auf diesem Planeten, Nasdaq Wall Street mit der Jane. Was waren da die Infos oder die Topics? What was the thing with Jane? And tell a little bit about something about it that we have discussed. Basically, I did a two parts interview. One of them was about RideUp and CCFi, and the other about Tomorrow Works Capital. So basically, there will be it's a one interview in split in two parts. Always for me, I was for the second time there, and it was very emotional as for the first time, because to be there is like that one is the hype, like the church of entrepreneurship, right? So yes. you share the same chair with most of the people you are seeing, you are reading about in, I don't know, in Forbes, and so it's very emotional first, and also because it is in Times Square, so it's like how to say, most of the people walking by, they also look from the outside, and very, very few people have the chance. It was a chance for me also to see it from the inside, and I don't take things for granted usually, so it's an opportunity. Er sagt, ich bin absolut, die Emotionen kochen sehr, sehr hoch. Wenn man auf der Times Square war, wer das versteht, überhaupt das ist so die Kirche des Entrepreneurship auf diesem Planeten Terra, auf dem wir uns befinden. Auf der Nasdaq Wall Street zu sein. Ihr müsst euch vorstellen, auf der Times Square, ihr seid dort und da laufen draußen die Leute vorbei und die Leute, das ist so immer ein ganz, ganz tolles Gefühl und auch für ihn war das sehr, sehr ehrenhaft, dort zu sein. Das zweite Mal, es wurde ein Interview gedreht, einmal für RiderPay und CCFi und dann natürlich auch für Tomorrow Works Capital, das ist der Investment Fund, den wir hier auflegen. Das war für ihn eine absolute, sehr, sehr emotional, das Ganze. Und er sagt, ihr könnt euch das nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, von drinnen auf die Times Square rauszuschauen
und das wirklich so real mitzuerleben, das ist absolute Weltklasse für jeden Unternehmer oder ja, für alle Unternehmer ist das absolute Dream-Erlebnis. Okay, ihr Lieben, ich würde gerne mal eingreifen, und zwar, bevor es zu lange wird. Greif mal ein. Adrian, ich habe noch eine Frage, und zwar, wird es weitere Staking-Möglichkeiten geben neben Water Tiger? Adrian, he said, okay, guys, to don't get this too long, I want to just put some questions out to you and then we are basically done. Adrian, will we have, besides Water Tiger Finance, also other staking or passive income generating possibilities? Yes, today will be open the staking on Dex Trade Exchange. We'll have a variable APR similar to the one on Water Tiger Finance. Wir haben ja heute schon auf TubePi neben Water Tiger haben wir Staking aktiviert und heute sagt Adrian, aktivieren wir auf Dextrade auch Staking, das heißt dann die dritte Staking-Variante. I've just added that we have also on TubePi the possibility to stake, wo wir it's not on TubePi, is on PancakeSwap actually. Okay. You can stake on PancakeSwap if you want to become a liquidity provider. So you provide liquidity for the pairs, either for CCFi BNB or CCFi TKP, and you receive a share of the transaction fees. Eigentlich ist es kein Staking, es ist ein Liquidity Providing für PancakeSwap mit dem TubePi in den Pairings CCFi BNB und CCFi TKP. Ja, wenn man es mal ganz genau nehmen will und man bekommt von der täglichen Liquidität einen Prozent auf das Volumen, das man selber der Liquidität auf PancakeSwap zur Verfügung stellt. Und das ist natürlich schon genial. Anybody can add liquidity there without asking us or something, because it's decentralized. Jeder kann dort Liquidität dazu tun, ohne niemanden fragen zu müssen. Das PancakeSwap einfach draufgehen und machen. Ja. Being decentralized, actually, the liquidity is under your control, so nobody else has access to it. Weil es ja dezentral ist, hast nur du Kontrolle zu deiner Liquidität. Das heißt, du kannst sie täglich auch wieder dort rausnehmen. We as a project, we want, and even we, you see the, I can say the offers or the opportunity in the Telegram group we shared. So the project is looking for liquidity providers for the entire project, which will help the liquidity on the exchanges. So basically, everything which was done until now, including the listings, the DEX, the decentralized exchange listings, the liquidity pools on the decentralized exchanges and on centralized exchanges, we need to do bigger, to increase to increase the liquidity. It's like it's like a car having the fuel to drive, but the car being exactly like let's say you have 10 liters of fuel in your car, but you need to have 20, 30, 40, so the car will run longer. Ja. Also, sagt, natürlich sind wir mit dem, was wir tun, auch in den letzten Wochen verstärkt daran, die Liquidität auf den Exchanges und im gesamten Ökosystem zu vergrößern. Deswegen haben wir einen Liquidity Pool Deal. Der Preis auf den Exchanges ist heute einer, aber wenn man von uns als Firma direkt kauft, dann geht man in die Liquidity Pools. Und das ist genau das, was Adrian sagt. Was wir jetzt natürlich machen und auch umsetzen, ist dieses Auto, wie ich es gerne nenne. Wir haben alle Teststrecken durch. Wir haben alle Rekorde gebrochen. Jetzt brauchen wir einfach nur das Benzin, um die Strecke fahren zu können. Wir haben Benzin, wir können den Motor anmachen. Wir können auch ein paar Kilometer fahren, aber
wir müssen nochmal tanken und das sind wir gerade dabei zu tun. Einfach die richtigen Partnerschaften zu machen mit den richtigen Projekten, die richtigen Communities anzusprechen und die Liquidität einfach auf den Exchanges zu vergrößern, was dazu führt, dass der Preis ansteigt. Dann sind sie alle glücklich und dann kann man darauf einfach nachhaltig aufbauen. Und das ist das, was wir tun. The industry, the blockchain industry, Web3 or the crypto, because there are different sides of the same thing, is in the process of being regulated, which is a good thing, because will remove a lot of the bad actors and will create a framework which will be safer for everybody involved. Das Schöne daran an unserer Arbeit ist, dass wir wissen, dass die Regulierung kommt und das freut uns, denn viele böse Akteure, die heute im Markt sind, werden aus diesem Markt verschwinden. Wir wissen es, wir freuen uns, wir wissen, dass dadurch viel Raum entsteht für die realen Leute im Markt und wir schmunzeln dem hinzu und freuen uns auf das, was kommt die nächsten Monate, ne? Und arbeiten natürlich hier die Punkte ab, die wir zu tun haben. Also ich würde noch gerne, und zwar noch mal auf eins zurückgehen. Kann man noch was oder kann man schon was zu Floki sagen? Steven says, I want to ask specifically, can you please say something about the Floki partnership? Yes. Besides that, what is in the chat? Erklär erstmal, was Floki ist, ganz kurz, damit die Leute verstehen. First, drop a short message. What is Floki? What Floki is the project about? What's the deal and what do we need to do? The initial let's say doc token or meme token is Doge, right? Which was promoted few times even by Elon Musk, and this started like a new phenomenon related to meme tokens. Please translate. Der Floki ist ein Meme-Token, der wurde sogar auch schon von Elon Musk getweetet und da ein bisschen angeschoben, ist auf derselben Basis eigentlich wie der Shiba Inu, ja, ein Meme-Token. Und Adrian, go on. So after Doge, it came, you mentioned Shiba Inu with a lot of variations, and also Floki, and some of these projects disappeared, and others started to build something around the token. And Floki is an example for that. So wie Doge natürlich, der ist auf der Doge gebaut, ist Floki ein Meme-Token, der entstanden ist aus diesem Hype kommend, aus diesem Meme-Token-Hype sind viele verschwunden, einige sind geblieben und die geblieben sind, haben angefangen, etwas zu bauen. Und Floki ist ein Projekt, was natürlich hier ein gesamtes Ökosystem mitbaut. So, Floki has about 400,000 holders. Floki hat 400.000 Wallet Holders im Moment. Yes, and they've built Flokify, which is their decentralized finance arm. Arm. Division or... Okay, department or... Yeah, yes, it's the DeFi. The DeFi of Floki is Flokify. Flokify ist der DeFi-Segment aus dem gesamten Projekt und wie gerade anfangs schon gesagt, sie versuchen oder sie fangen an, verschiedene Use Cases anzubinden, um natürlich hier nachhaltig eine natürliche Anfrage oder Nachfrage nach dem Flokify und Floki zu generieren. And they offer marketing opportunities and marketing partnership opportunities. Die bieten Marketing Partnership Opportunities to the projects being ready to lock some of their liquidity using their token locker. Für die Projekte, die über deren Token locker, das ist ein Pool, wo die Projekte Liquidity reinsetzen und dann das gesamte Team von Floki eben natürliche Profite generiert, um so den Wert von ihrem
Token, Flockify, den Antrieb zu geben und aus dem Profit natürlich das Win-Win für die Projekte mit zu generieren. Their token locker, is considered one of the best in the industry and is audited by CertiK. CertiK is one of the biggest auditors in the industry. Der Locker von Flocky ist auditiert von CertiK, von den Jungs von CertiK, was ja eine ziemlich bekannte Firma ist und gilt als einer der sichersten in der ganzen Industrie. Ja, das sind so. And we locked 1% of the supply for 5 years, right? So we will unlock after 5 years this 1%. Wir haben als Projekt CCFi mit in dieser Partnerschaft 1% von unserem gesamten Max Supply von den 1,4 Milliarden in diesen Locker für 5 Jahre gestellt. So basically during these 5 years, right? This 1% will be locked, and somehow in a pool which is audited by this big company, and actually they are screening 24 hours what is happening there. Das Schöne daran ist natürlich, weil viele Leute uns gefragt haben, wann lassen wir unseren Smart Contract auditieren? Dieser Locker und dieser Pool ist auditiert von CertiK, die supervisen ist 24 Stunden lang. Wir sind jetzt da für 5 Jahre drin und uns freut es, weil wir wissen, was das für einen Mehrwert für unsere Community bedeutet, natürlich auch für die Jungs von Flocky, aber auch für uns und sehen dem sehr, sehr positiv ins Auge. Initially, after CCFi was created, it was started the already popular partnership with Nulls, and 5% of the token allocation was swapped to Nulls blockchain and is the reward pool for the Nulls holders staking their Nulls for CCFi token rewards. Nachdem wir das Projekt CCFi gebaut haben, haben wir eine direkte Partnerschaft mit Nulls Blockchain gemacht. Und so wie wir es auch im Smart Contract sehen können, sind 5% der gesamten CCFi in dem Nulls SCO Pool für Rewards, für CCFi und Leute, die ihre Nulls staking, um CCFi zu generieren. And now actually 12% of the supply is in staking on Water Tiger Finance, which is also on the Nulls blockchain. Jetzt im Moment sind 12% von CCFi in Water Tiger Finance, was auf der Nulls blockchain ist, im Staking Pool. Yes, so actually CCFi is following the direction of becoming a real decentralized project, so decentralization, not to be just an abused marketing word, but to be a reality. Vorhin, und das habe ich vergessen zu übersetzen, er hat gesagt, Leute benutzen verschiedene Terminologien, um das Gleiche zu sagen, ja. Und jetzt sagt es gerade, wir als CCFi sind hier und werden nicht nur einen Marketing-Gag benutzen, sondern haben die ganze Infrastruktur so gesetzt, dass wir die nächsten 5 und mehr Jahre hier überstehen und mit Erfolg ausgehen. Und da würde ich gerne noch mal ganz kurz drauf kommen. Das ist nämlich der wichtigste Punkt meines Erachtens, wo gerne übersehen wird. Sagst, und es ging ja um Dezentralität, ja. Ja, also die dezentrale Welt, die Dezentralisierung und die 18 Brücken, die 21, siehst du, genau, dass Adrian da bitte mal noch drauf eingeht, warum das so wichtig ist und welchen Mehrwert das wirklich für CCFi bedeutet. Wenn man von Dezentralisierung spricht, passiert ja diese Dezentralisierung in den meisten Fällen über zentralisierte Plattformen. Dann ist es nicht mehr dezentral. Und wir in CCFi haben ja nicht nur das Projekt CCFi, sondern wir haben mit der Nulls Blockchain diese Partnerschaft, in der wir über 21 Blockchains jetzt schon transaktionieren können. Das heißt, wir können unsere Werte als Kunden jederzeit, falls eine Blockchain Probleme bekommt, auf die andere swappen und dann in Sicherheit bringen. Darum geht's. Ja,
I understood. A little bit understood. So Steven said, can you please point out again why it's so important, the 21 blockchains we are transacting with, what that means for security for the people in the regards of the decentralization, which we are always speaking about. Maybe you can add something in English also. Yes, it's important because CCFi has a limited supply, right? Yeah. Which can't be because this is how the smart contract was designed, can't be extended, right? And by having these bridges, the project can look for opportunities of growth in other ecosystems, in other blockchains. Weil wir ja, und wie ihr das einsehen könnt, nur eine Limitierung auf 1,4 Milliarden Token haben. CCFi wird es niemals mehr geben. Die sind limitiert, das kann man im Smart Contract einsehen. Hat er sich von Anfang an gedacht, als er mit der Nules Blockchain die Partnerschaft gemacht hat und das Brückensystem von der SCO-Plattform verstanden hat, hat er gleich gesagt, okay, das ist super, weil dann kann ich nämlich in anderen Blockchains und in der ganzen dezentralen Welt nach Möglichkeiten gucken, um die natürliche Nachfrage von CCFi zu steigern. Okay. And all these actions actually, they decrease the control and influence of the team on the project. Und all diese Add-ons, diese 21 Blockchain-Interoperabilität und diese Dezentralisierung von Anfang an führen ja dazu, dass man. Can you repeat the last two words? About the decentralization. They decrease the influence and the control of the team on the project. Okay, the decrease, this is what I wanted to hear again. Die mindern natürlich die Möglichkeit, das Projekt manipulativ in eine Richtung zu schieben, auch von intern vom Team, weil sehr, sehr viel einfach dezentral gestreut ist und dann nicht einer oder mehr darauf Einfluss nehmen können und das Projekt selber in eine Richtung steuern können, sondern das müssen sehr, sehr viele zusammen sein und das wird wahrscheinlich nie passieren. Which are things, I don't know, visible, you know, so no matter what we are saying, right? The locker on Flockify is public. The pairs on PancakeSwap are public. Is public information, you know. The staking on Water Tiger Finance, the allocation with nulls, you know, these are things which are there. Das sind alles öffentliche Informationen. Das heißt, alles, was wir euch hier sagen, natürlich kann man das nachprüfen. Der Locker von Flocky ist Public Information, wie im Blockchain eben in der dezentralen Welt. Wenn man von dezentrale Welt spricht, dann muss das alles für jedermann von überall aus einsichtbar sein. Diese Transparenz, von der man redet, die ist ja meistens nie da. Wir werden natürlich in diesem Video hier in der Aufzeichnung alle Links über die Dinge, die wir heute gesprochen haben, unten in der Videobeschreibung einfach festhalten. Und somit kann das ja auch jeder einlesen oder sonst was damit machen. Ja? Okay, ihr Lieben. Sind wir soweit durch mit den 21 Brücken, mit den Bridges? Gibt es noch was dazu zu sagen? Ansonsten würde ich super gerne, damit uns die Zeit nicht wegläuft, noch in Frage- und Antwortrunde gehen, dass die Community noch ihre Fragen loswerden kann. Bitte mal übersetzen an Adrian, if there is nothing more to add to it, why it's so crucial, important, though, the bridges which we have with the partners of Nules.